Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Wir sind zurück bei den Giants in Coral Island oder auf Coral Island, je nachdem. Und wir brauchen noch Party Skills. Und ich habe einen neuen Ranger am Start. Ihr seht, der ist nur Level 153. Das ist mein Ex-Main Ranger auf Buodeng. Und warum ist jetzt sie plötzlich hier am Start und nicht mehr der andere Ranger auf 156? Ganz einfach. Der Grund dafür ist, dass sie die Quests auch noch nicht gemacht hat. Und das ist so ein bisschen mein einsames Schaf. Also ich habe zwar noch einen einsamen Knight, der quasi keine 8 Char-Taktik angehört sozusagen. Das Problem ist aber, ich glaube der Violet Kingster war ja noch, ja genau. Das Problem ist aber, dass ich die Quest ja trotzdem gerne machen würde und ich halt auch nicht weiß, ob ich jemals... Ach, ist nicht dein Ernst, oder? Ja, die Serverstabilität ist momentan quasi absolut zum Kotzen. Danke für die Bestätigung, Flive Universe, dass das so ist. Ist jetzt aber im Gegen natürlich auch ein bisschen gefährlich, aber na, kann man nichts machen. Ja, jedenfalls, genau, wollte ich jetzt halt mit ihr auch die Quests noch machen. Und, oh, nice, noch ein Portbug, ja. Du präsentierst dich gerade von deiner hässlichsten Seite, Flive Universe. Wie wär's, wenn du damit aufhörst? Danke, tu uns einen Gefallen und hör einfach auf damit. Warum zeigst du dich von dieser hässlichen Seite gerade? Ja, und das will ich jetzt noch machen. Sie hat auch schon einige Quests gemacht. Also sie fängt jetzt quasi bei der Naga-Quest an. Da habe ich, glaube ich, mit den anderen Chars auch weitergemacht. Also was ist anfängt? Sie macht dort weiter. Ist quasi der gleiche Prozess, der den anderen Chars auch gefehlt hat. Und die Tintenbeutel-Quest, die haben wir auch noch nicht abgegeben. Die kann der Char auch noch gar nicht abgeben, weil die ist tatsächlich für Level 154. Das heißt, ich muss jetzt meinen Ranger, ihr seht, 92,69 mit der nächsten Quest auf 154 befördern. Dann können wir alle Tintenbeutel abgeben natürlich. Und ja, und das Ganze kombiniere ich natürlich mit Giant Farmen. Ich weiß auch nicht, ob wir heute alle Quests fertig kriegen. Das kommt darauf an, wie viele Giants finde ich und so. Und das Ding ist, auch hier brauche ich tatsächlich diese 300 Beweis des Sieges. Also einmal muss ich Violet und Giant Naga einmal töten. Ich passe gerade überhaupt nicht auf, was ich mache. Ich habe nicht mal Link Attack aktiv, gerade lul. Einmal muss ich Violet Naga und Giant Naga töten. Gut, das sollte kein so großes Problem sein, zumindest beide einmal zu töten. Aber diese 300 Beweis des Sieges, das ist tatsächlich ziemlich ätzend, weil das dauert, selbst mit dem HNR-Elementor habe ich dafür eine Stunde oder so gebraucht. Also das dauert tatsächlich relativ lang. Wenn du 10 Mobs tötest, droppt so 1, 2 oder so Drop Mines. Also musst du da schon echt ranklotzen. Das sind ganz schön viele, die man da killen muss tatsächlich. Und ja, das wird mit dem Money One Ranger natürlich auch relativ lange dauern. Deswegen ist es höchstwahrscheinlich, dass wir heute diese Quests nicht abschließen. Aber ich zumindest ein bisschen anfange. Und ich werde mich auch auf jeden Fall auf die Naga fokussieren. Eben dadurch, dass die Giant und Violet auch dieses Beweis des Sieges droppen können. Der erste hat es gerade offensichtlich nicht gedroppt. Und dann hat man immer noch so ein paar Agros, die man nebenbei killt. Und außerdem kann ich das Achievement-Level von denen noch ein bisschen hochballern auf dem Account. Weil, wird ja immer hier Low Damage kommentiert von euch Frechdechsen. Tatsächlich habe ich bei meinem Ranger überall Achievement Level 2 oder weniger. Und das sorgt natürlich auch nicht gerade dafür, dass wir einen hohen Damage haben. Ist ja logisch, weil ich mit dem Char nie auf Coral Island gelevelt habe im Endeffekt oder mit dem Account. Ich habe zwar hier und da mal ein bisschen mit meinem Blade gespielt, der auch auf dem gleichen Account ist, aber die Achievement Level sind katastrophal. Nirgendwo Level 5. Und naja, also zwischen Level 0 und Level 5 sind es 15% und ich meine zwischen Level 2 oder 1 und Level 5 sind es auch nochmal 12% oder 9 bis 12% Damage, die man einfach verliert. Oder nicht hat, besser gesagt. Und das merkt man natürlich schon. Ist halt so gesehen ein bisschen ärgerlich, weil die ganzen Achievements sind im Endeffekt alle auf meinem Elementor-Account. Da habe ich quasi alles auf Max gepusht. Und hier halt leider nicht. Aber genug des Intros. Ich würde sagen, lasst die Giants sterben. Gerade wieder 2 von meinen Chars DC. Das war eine richtig dumme Entscheidung, die während dem Kill quasi wieder einzuloggen. Das, ja, echt ätzend, aber ja, puh. Wahrscheinlich gar keine so gute Idee, gerade gegen zu gehen, weil auf FEC hatte ich heute tatsächlich gar keine Disconnect. So komisch, dass Buodeng schlechter läuft auf FEC, wenn dann ist es eher andersrum. Oder von der Logik her wäre es auf jeden Fall andersrum, aber ja, das ist ganz schön dämlich. Ja, beim König der Scheintiere noch schnell vorbeigeguckt, weil ich bin tatsächlich gerade auf Channel 4. Da wäre es natürlich eigentlich ganz klug, wenn man sich hier noch alles mitnimmt und dann schnell verschwindet, falls doch noch jemand auftaucht. Und ja, die Killtime hat auf jeden Fall ein bisschen eingebüßt. Ich meine, gut, der Char ist 3 Level niedriger. Heißt aber auch, bei Giant Kingster haben wir jetzt die 100% Drop-Chance, genauso wie beim Violet King. Ne, beim Violet Kingster haben wir immer 100%. Also
Ist Vorteil und Nachteil. Bisschen weniger Damage. Wir kriegen mehr Damage, aber auch bessere Drop-Chance, je nach Giant halt. Zurück in Violet Naga City und ich muss sagen, der ist richtig böse. Mit 5 Level Differenz. Also es macht wirklich einen... Also ich hätte nicht gedacht, dass es so einen krassen Unterschied macht, aber es macht einen richtig krassen Unterschied. Der gibt mir solche Schellen. Ich meine, ich habe minimal weniger HP. 1000 vielleicht oder so, aber der gibt mir solche Schellen, also selbst mit 26 KP habe ich echt Angst. Normalerweise reicht eigentlich so 20k oder so für die Rage Phase von dem. Aber ja, ich glaube, ich aktiviere dann einfach gleich ein richtiges Great Deal. Das ist schon ganz schön heftig. Also mit 156 hat sich sicherer angefühlt. Und Giant Naga. Nichts. Auf die Drops habe ich doch gar nicht so wirklich geachtet. Ich muss mir erstmal einspielen mit dem Low Ranger. Noch ein Giant Naga. Anderer Channel. Fast dieselbe Stelle. Ohne Drop. So, nächster Violet Naga. Ja, ob wir heute ein Pop-Up sehen werden, ist ja eine interessante Frage. Wir werden sehen. Hoffentlich. Und zwar nicht nur ein X-Product. Weiß gar nicht, hatten wir letztes Mal eins? Also letzte Session ist für mich schon länger her, als für euch auf jeden Fall. Ah, okay, auf jeden Fall kein Pop-Up. Oh. Violet Tiger. Ganz am Ende nochmal seinen Skill gemacht, der Sack. Ja gut, bei dem bringt er die Level-Differenz jetzt auch nicht so viel. Ich meine, ob ich jetzt 4 oder 7 Level drüber bin. Aber ja, besser ist es, I guess. Und wieder ein Giant Naga. Jetzt gleich noch ein Violet. Dann haben wir 8 mal Naga auf jeden Fall durch. Dann werde ich nochmal bei den Kingston abchecken. Kam noch ein fetter Hit am Ende. Und dann werde ich wahrscheinlich ein paar Siegel farmen oder so. Je nachdem. Aber vielleicht respawnt die Naga bis dann auch schon wieder. Und der Violet nischt mit dem Drop. Zurück bei den Schalentieren. Den Droplosen. Aber wie gesagt, genau das gleiche Level wie mein Ranger. Also der hat jetzt die 100% Drop-Chance, die er bei dem anderen Ranger definitiv nicht hatte. Komm schon, Bro, gib uns das X-Product Pop-Up. Dann können wir zumindest das von der Liste heute streichen. Pop-Up ist erledigt, kann nichts mehr schief gehen. Gib es uns einfach, Bro. Dreckiger Hater. Violet Meryl bin ich jetzt auch in einem sehr schönen Drop-Bereich tatsächlich. Damn. Ja, so viel dazu. Der verteilt auch immer heftige Schellen. Ey. Ich war halt legit nicht drin. Hat's halt so wenigstens ein A-Projekt gedroppt. Ich war halt so heftig nicht in dem Kreis, Alter. Das ist so ein Scam. Und darauf noch ein Giant Meryl, würde ich sagen. Gönnen wir uns den Boy. Mit keinen Drops. So, kurze Unterbrechung. Aber nächster Giant fällt trotzdem mit ohne Drops. Giant Naga Nummer whatever. Idee. Nächster Violet Kingstar. Oh, das ist tatsächlich gefährlich in der Rage Phase. Da kann der ganz schön raushauen. Noch kein Pop-Up, by the way. Schade. Okay, aus diesem Giant Kingstar konnte ich leider auch keine Informationen rausprügeln, die uns zu den Drops führen. Gleich noch ein hinterherjagen von den Boys. Wieder kein Pop-Up und ich bin sogar noch gestorben, weil ich Disconnect hatte. Und während dem Disconnect stand ich natürlich hier rum, habe mich eingeloggt und wurde dann halt gekillt, während ich quasi noch im Einlog-Screen war. Ja, also gegen mit DCs macht dezent keinen Spaß. Noch ein Giant Naga auf dem Silberteller serviert, ohne Pop-Up, ohne Drop. Langsam wird's eng. Giant Naga. No. Wo sind die Pop-Ups, mate? Nochmal ein Giant Kingstar. Ich habe auch gerade die Drop-Skills ein bisschen zu früh aktiviert, gefettfingert. Vielleicht bringt das ja Glück. Irgendwas muss ja mal Glück bringen hier. Irgendwas muss doch mal Glück bringen. Nope. Wieder zurück bei Giant Naga. Still no Pop-Up. Ja, die Partypunkte gingen langsam aus. Irgendwie war ich heute auch nicht so erfolgreich. Ich habe gefühlt sehr viel Zeit mit Suchen verschwendet. Werden auf jeden Fall oder wahrscheinlich keine 40 Giants werden. Nope. Giant Kingstar. Oder auch riesiger Kingstar. Gib uns das Pop-Up, please. Crash. Seit einer Ewigkeit mal wieder ein Violet Naga.
lange keinen mehr gefunden gehabt. Gibt er uns das Pop-Up, das wir wollen? No. So, noch ein Giant Naga. Der uns jetzt ein Pop-Up gibt. Gib uns das Pop-Up, Baby. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Heute läuft wieder ganz scheiße. Da vernasche ich doch gleich nochmal einen von der Sorte hier. So ein Lecker-Schmecker-Schlangenkrieger. Ohne Drops. Noch ein Violet am Start, jetzt aber wirklich fast die Punkte leer und wir sind gerade mal bei 30 Giants. Das ist eigentlich viel zu wenig. Erstens für die Zeit und zweitens halt auch grundsätzlich. Keine Ahnung, ich habe heute irgendwie... Ja gut, ich meine, die Killtime ist auch ein bisschen runtergegangen. Ja, heute lief es einfach nicht so gut. König der Schalentiere nochmal. Come on, baby. Do us a favor. Gib uns das Pop-Up. Ich würde echt ungern ohne Pop-Up beenden, aber... Man kann es nicht ändern. Manchmal ist nicht mal ein X-Product drin. Und nochmal ein Violet. Oh. RIP. Ja gut, es müssten jetzt 33 Giants gewesen sein oder so, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also Giant-Violets, whatever, who cares. Ja, was soll ich sagen? Heute lief es einfach nicht, aber Partypunkte sind jetzt fast leer. Ich hätte jetzt gesagt, ich mache zumindest noch die 30 Siegel von 300. Dann habe ich zumindest 10% geschafft. Ja gut, XP-technisch ist natürlich blöd mit so vielen High-Level-Chars in der Party, aber das ist sowieso fast schon irrelevant. Es geht eigentlich nur um die Quest-XP, die ich mir holen will. Und ja, wie gesagt, heute lief es irgendwie nicht so gut. Ich meine, wir hatten einen A-Product, ich glaube einen G-Product, ja, aber... Das sind ja die Trostpreise, sag ich mal. Du tötest nicht 30 Giants und fliegst hier stundenlang rum und suchst diese Drecksviecher, um dann ja, mit 5 Products nach Hause zu gehen. Da hätte ich auch einfach nur leveln können und hätte genau die gleiche Kohle gemacht. Also das ist nicht das, was man will, ne? Aber es ist echt crazy. Also vor allem die Seltenheit von Orichalcum und immer noch kein Shining Orichalcum, by the way. Also ich will nicht wissen, wie viele Violets ich... Entschuldigung, wie viele Giants ich jetzt gekillt habe. Klar, es ist sau selten, das ist mir schon klar. Aber ich meine, so selten kann es dann auch wieder nicht sein. Weil wenn man im Schnitt 300 Giants dafür braucht, dann wäre es ja wahrscheinlich noch ein bisschen teurer. Gut, andererseits braucht man mittlerweile nicht mehr so viel Shining Orichalcum, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, ja, kritisch auf jeden Fall. Was auch nochmal angesprochen wurde, war Herneswaffen-Drops. Aber da bin ich immer noch nicht. Also das war jetzt mal über die 7. Session, die 7. offizielle Giants-Session, wo ich so mindestens 20 Giants, glaube ich, getötet habe oder so. Das heißt, wir sind schon ziemlich deep auf jeden Fall, also weit über 100 auf jeden Fall. Könnten sogar schon 200 gewesen sein. Aber wir sind immer noch nicht in einem Bereich, wo ich persönlich sagen würde, jetzt müsste die Waffe mal kommen. Also ich würde sagen, so ab 300, vielleicht 400 könnte man so langsam sagen, okay, jetzt müsste schon irgendwann mal was kommen, sonst wird es irgendwie auch wieder ein bisschen krass. Aber ja, also wie gesagt, mein nächstes Ziel ist Shining Orichalcum im Endeffekt. Ich habe es halt nicht erwähnt, ich wollte es nicht jinxen, aber hat nicht funktioniert leider. Ja, bei Shining Orichalcum müsste das einzige sein, was wir noch nicht gedroppt haben. Alles andere haben wir eigentlich schon gedroppt, mehr oder weniger. Und halt die, ja, und jede einzelne Herneswaffe. Wow. Surprise. Natürlich das auch nicht. Also auch nicht gedroppt. Aber ja, wie gesagt, das ist nicht so einfach, das Ganze. Und ja, mal gucken. Auf jeden Fall nächstes Mal werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr auf die Quest gehen. Vielleicht sage ich da 20, 25 Giants oder so. Aber je nachdem, wie viele da sind. Und werde ein bisschen mehr questen, dass wir hier, keine Ahnung, auf die 150 vielleicht sogar kommen oder so. Irgendwie so. Ach so, genau, by the way, bei den Chars. Ich kann die Chars auch gar nicht auswechseln, weil ich habe keinen einzigen Charakter mehr, der unter 157 ist und nach Coral Island gehen kann. Und genau, also wie gesagt, die XP bei den Monstern hier, wenn die heute nur 153 sind und alle meine Chars sind mindestens 156. Ja, das ist mit der XP halt natürlich blöd. Aber wie gesagt, das ist sowieso irrelevant. Die XP, die man hier bei 300 Beweis des Sieges bekommt, das sollte nahezu irrelevant sein. Aber ja, wie gesagt, heute dann leider kein Glück gehabt und probieren wir es nächstes Mal wieder. Ich sage auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Ich mache jetzt noch die 30 voll, dann call ich es ein Day. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin und ciao, ciao.